Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal an der Riedbahn an verschiedenen Orten. Los geht's aber am Bahnhof Frankfurt Stadion. Hier im Bahnhof endet die von Mannheim kommende Riedbahn nach etwa 75 Kilometern und mündet in die Strecke Mainz-Frankfurt ein, die über Niederrad in den Hauptbahnhof führt. Eigentlich wollte ich vom Hauptbahnhof mit der S7 nach Riedstadt-Gottelau. Aufgrund von Verspätungen fuhr diese aber nur von hier aus und so konnte ich wenigstens hier ein paar Züge einfangen. Jetzt geht's aber weiter nach... Sehr modern geht's hier zu. Und da hätten wir schon den ersten Güterzug Richtung Norden. Der Zug wurde von DB Cargo gezogen und hier kommt die österreichische Entsprechung. Vom Abstellgleis kommt nun die S7, die zurück nach Frankfurt fährt. Von Frankfurt angekommen auf Gleis 5 wurde sie erstmal dort hinten beiseite genommen und jetzt wird der Zug auf Gleis 2 bereitgestellt. Und wenn man schon so freundlich gegrüßt wird, die DB sucht noch mehr freundliche Mitarbeiter. Wir haben eine Woche vor der großen Riedbahnsperrung. Einige Arbeiten wurden aber schon vorher in Angriff genommen. So haben wir hier zum Beispiel schon neue Signale.
Hier kommt der RE70 mit einer 4er Twindex-Garnitur. Meine Damen und Herren am Gleis 3, bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Beim Twindex Vario handelt es sich um ein Wagenkonzept, ursprünglich von Bombardier. Es handelt sich im Prinzip um gewöhnliche Doppelstockwagen, die entweder mit Triebkopfwagen, wie hier zu sehen, Steuerwagen oder Lokomotiven kombiniert werden können. Letzteres ist zum Beispiel beim IC2 der Fall. Hinter dem Güterzug hat sich auch die S7 in Bewegung gesetzt und fährt da hinten jetzt aufs Abstellgleis. Dort wartet sie dann auf ihren nächsten Einsatz. Aber vorher muss natürlich die S7 hier von Gleis 2 noch weg. Die Generalsanierung lässt grüßen. Und wenn man so lange in der Gegend rumschaut, an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an meinen Informanten, der mich mit den Informationen versorgt hat.
Mit dem nächsten Regionalexpress bin ich dann nach Biblis gefahren. Was ich dort alles erlebt habe, das habe ich bereits in einem anderen Video verarbeitet. Und somit geht's weiter nach Lampertheim. Ein schmuckes Empfangsgebäude, zumindest theoretisch. Fenster und Türen sind mit Brettern vernagelt. In diesem Gehäuse dürfte früher der Fahrdienstleiter gewesen sein. Der Blick Richtung Süden und nach Norden. Meistens startet die S9 in Grabneudorf, hin und wieder aber auch in Karlsruhe. Früher saß hier ein Weichenwärter drin, heute der Fahrdienstleiter. Aber auch nicht mehr lange, denn das künftige elektronische Stellwerk wird dann aus Gernsheim ferngesteuert. Wer das Video aus Biblis gesehen hat, hier kommt der Güterzug, der dort beiseite genommen wurde. Vielleicht sollte ich auch mal in Frankreich trainspotten. Drei Minuten später.
Eine Minute darauf. Momentan mit 1,5 Stunden Verspätung unterwegs. An der Kinzigtalbahn hatte nämlich ein Bagger ein Kabel beschädigt und so war jene Strecke mehrere Stunden gesperrt. Der Bahnhof war früher auch mal ein bisschen umfangreicher. Die Weichen sind allerdings noch da. Irgendwo hier zweigte früher einmal die Strecke nach Weinheim über Viernheim ab. Die Gleise sind schon lange abgebaut. Kein Schreibfehler, es handelt sich tatsächlich um den RE 70, der mit einem S-Bahn-artigen Quietschi unterwegs ist. Die Baureihe 425 kann man von der Baureihe 426 leicht unterscheiden, da die 425er vierteilig sind und die 426er zweiteilig. Nochmal zur Baureihe 425. Von der Baureihe 423 kann man sie aus der Ferne am einfachsten durch die Anzahl der Türen unterscheiden. Die 423 hat nämlich 3 pro Wagen und die 425 nur 2. Ein Siemens Mireo, Baureihe 463. Diese Züge mit ihrem markanten Gesicht werden erst seit 2018 gebaut. Mindestens 200 sind schon unterwegs, bis 2026 sollen es deutlich über 400 sein. Das war die rein elektrische Variante. Es gibt aber auch welche mit Akku- oder Wasserstoffantrieb. Aber diese sind in anderen Netzen unterwegs. Die Lok hatten wir ja bereits im letzten Video in Biblis als Triebfahrzeugfahrt gesehen. Da war sie auf dem Weg nach Biebesheim, hat dort Schwellen abgeholt, ist dann wohl nach Godelau gefahren, dort umgesetzt und ist jetzt erstmal auf dem Weg nach Süden. Warum der Zug über Mannheim fuhr und nicht über Darmstadt und Aschaffenburg? Darüber kann ich auch nur spekulieren. Vermutlich war die Main-Spessart-Bahn durch die Umleiter wegen dem Problem an der Kinzigtalbahn überlastet und das könnte der Grund gewesen sein, dass der Güterzug über Mannheim umgeleitet wurde. Aber wie gesagt, alles nur reine Spekulation.
Zu den Weichen da vorne gibt es auch was Interessantes zu erzählen. Wir sind hier zwischen Gleis 4 und 5. Früher gab es hier auch mindestens ein Gleis 7. Am 12. August 1965 wurde dort ein Güterzug in die Überholung genommen. Dieser war Richtung Frankfurt unterwegs und kam auf Gleis 7 zum Halten. Das Tragische dabei war, dass er die Weiche dort hinten nicht komplett freigefahren hatte, was vom Fahrdienstleiter nicht überprüft wurde. Somit bekam der TEE Helvetia Durchfahrt und wurde vom letzten Güterwagen teils aufgeschlitzt. Der Fahrdienstleiter wurde damals zu 7 Monaten auf Bewährung verurteilt. Meine Frage nun an die Experten: Wie konnte ein Fahrdienstleiter im Jahre 1965 erkennen, ob das Grenzzeichen freigefahren war? Also ich kann das Grenzzeichen zwischen Gleis 4 und 5 von hier aus mit dem Teleobjektiv kaum erkennen. Wie hätte der Fahrdienstleiter dies genau überprüfen müssen? Oder gab es da vorne auch einen Weichenwärter? Die S9 wäre eigentlich auf Gleis 5 vorgesehen gewesen und wäre dann vom ICE 1094 überholt worden. Da die S-Bahn aber ein paar Minuten zu spät dran war, kann sie nun auf dem durchgehenden Hauptgleis einfahren. Und dann direkt weiter. Der Vollständigkeit halber noch ein paar weitere ICEs, die in den nächsten Minuten durchkamen. Dann aber ging's weiter nach Mörfelden-Walldorf. Schön komfortabel gereist im klimatisierten Twindex und angekommen auf Gleis 11. Links das alte Stellwerk, das seit 1982 in Betrieb ist und in Kürze vom elektronischen Stellwerk abgelöst wird, das sich im rechten Anbau befindet. Auf Gleis 10 steht ein leerer Autotransportzug. Aus Biebesheim kommend hat er Platz gemacht für den Regionalexpress und noch ein paar weitere Züge. Links sehen wir ein Sperrsignal.
dieses zeigt den Begriff SH1, Fahrverbot, aufgehoben. Daneben ein Fahrtanzeiger, kein Signal im eigentlichen Sinne, sondern ein Orientierungszeichen. Dieses zeigt an, dass der Fahrdienstleiter die Zustimmung zur Abfahrt gegeben hat und somit kann es jetzt ja losgehen. Sechs Minuten später. Ja, dann wäre ich zur Unterführung gegangen, aber irgendwie ist hier kein Durchkommen. Ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Gut, dass ich mit der Bahn anreiste. Train- und Planespotting in einem. Und jetzt Obacht. Hier hatten wir dreimal eine Baureihe 430. Ursprünglich für die S-Bahn im Stuttgarter Raum konzipiert, hat die DB aber auch für die S-Bahn Rhein-Main 91 Stück bestellt. Anfänglich war diese Baureihe auch hier auf der S7 im Einsatz, seit ein paar Jahren aber die Baureihe 425, die besser zu den Bahnsteigen passen soll. Planmäßig wird die S-Bahn hier beiseite genommen, sodass der Fernverkehr überholen kann.
Das war ein ICE 3 Neo. Diese Baureihe wird seit kurzem im internationalen Verkehr nach Amsterdam eingesetzt. Der Fahrtanzeiger leuchtet. Und nur 4 Minuten später, die S-Bahn dürfte gerade in Zeppelinheim abgefahren sein. Und gleich hinterher das hier war jetzt kein ICE 3 Neo, sondern ein Velaro D. Äußerlich sehen diese fast gleich aus, es gibt aber mindestens 2 Merkmale, an denen man den Unterschied auch aus der Ferne leicht erkennen kann. Seitlich unterscheidbar sind die Züge an den Türen. Der ICE 3 Neo hat dicke schwarze Umrandungen an den Türen und in der Frontansicht fällt auf, dass der ICE 3 Neo ein Nashorn hat. Für was immer das auch gut sein soll. Die nächste S-Bahn. Aber was macht die? Also eine Überholung. Mangels eines 4. Bahnsteiggleises muss die S-Bahn da vorne warten.
Der ist jetzt erst 18 geworden. Das ist 10 Jahre älter als du. Ja. Deswegen habe ich mich gewundert, dass er sagt, Meine Damen und Herren am Gleis 11. Bitte vorsichtig bei der Einfahrt. Von hier aus in etwa 4 Kilometern befindet sich der Bahnhof Zeppelinheim. Dort könnte man in Richtung Flughafen abbiegen, was die S-Bahn natürlich nicht tut. Aber so einige ICEs, die wir schon gesehen haben, nehmen diese Route. Achtung am Gleis 11. Ein Zug wird. Ich wiederhole. Achtung am Gleis 11. Ein Hallo, hier haben wir noch einen 14-teiligen ICE 1. Die meisten Exemplare wurden ja bereits wegen der Lebensdauerverlängerung auf nur noch 9 Wagen verkürzt. Dieser ICE ist zum Beispiel so ein Genosse, der bei Zeppelinheim abbiegen würde Richtung Flughafen. Er würde dann dort Kopf machen und dann weiter zum Hauptbahnhof fahren. Aber an jenem Tag fiel der Halt am Flughafen aus und auch der Halt in Hanau. Ich nehme an, dass er wegen dem defekten Stellwerk bei Langenselbold über Bad Vilbel und Gießen nach Kassel umgeleitet wurde. Laut Vorsignal fährt der Zug momentan noch auf Halt. Gleichzeitig hat die Durchsage am Bahnsteig schon den nächsten Zug angekündigt. Das sieht nach Stau aus.
Das Vorsignal dort vorne zeigt auch jetzt wieder Halt erwarten, also geht's erstmal im Schneckentempo weiter. Der nächste bitte. Gerade noch gesehen, wie das Signal auf Fahrt kam. Den anderen ICE kann man auch noch erahnen, dort hinten bei Zeppelinheim. Der ICE 514 wird die Riedbahn dort aber verlassen und dann über den Flughafen Richtung Köln düsen. Der ICE 514 ist nach Hamburg unterwegs. Von dort kommt jetzt gleich der ICE 79. Allerdings kam dieser über Hannover und Kassel runter nach Frankfurt. Hier in Walldorf soll es das dann für mich gewesen sein. Ich hoffe nur, dass die Stellwerkstörung in Langenselbold beseitigt wurde. Ja, wäre nicht schlecht, wenn ich irgendwie nach Hause käme. Also erstmal auf zum Hauptbahnhof. Weiter zum Südbahnhof. Und hier die Durchfahrt durch Langenselbold. Mal sehen, ob man was sieht. Mit Standgas geht es hier durch die verkehrsberuhigte Zone. Tja, mehr gab es jetzt hier nicht zu sehen. Ich werde die Sache jetzt am Computer hier mal ein bisschen beschleunigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.